Plötzlich wird die Straße zum reißenden Fluss. Damit hätten wir echt nicht gerechnet. Wir sind Sonja und Raj und reisen mit unserer Tochter um die Welt. Über staubige Pisten, durch endlose Wüsten entdecken wir die Welt jenseits von Reiseführern. Wild, spannend und voller Wunder. Unterwegs treffen wir immer wieder Menschen, deren Lächeln keine Übersetzung braucht, und erleben eine Gastfreundschaft, die uns immer wieder sprachlos macht. Nach mehreren Monaten auf der arabischen Halbinsel und einem Abstecher nach Mauritius, um unsere Familie zu besuchen, sind wir jetzt wieder back on the road. Kommt mit uns auf unser nächstes Abenteuer, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. Hallo, willkommen zurück bei Kali on Tour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach mehreren Monaten auf der arabischen Halbinsel startet jetzt hier unser neuer Roadtrip nach Tunesien und da nehmen wir euch natürlich mit. Wir sind jetzt bereits am Hafen von Genua. Da vorne sieht man auch schon unsere Fähre. Da wird dann irgendwann eingeschifft. Aber vorher müssen wir erstmal zum Check-in. Jetzt heißt es erstmal warten, denn bis die Einschiffung dann startet, das dauert noch ein bisschen. Und dann ist es endlich soweit. Wir rollen rein in den Bauch der Fähre. So, unser Van ist geparkt und für uns geht's jetzt nach oben. Hier. Langsam setzen wir uns in Bewegung. Vor uns liegen jetzt rund 20 Stunden, bis wir in Tunesien ankommen. Während wir die Fähre erkunden, entdecken wir, dass man hier direkt auch schon die Einreiseformalitäten erledigen kann. Dafür sind sogar extra Grenzbeamte an Bord. Dann gibt's erstmal ein kaltes Peroni mit Blick aufs Wasser. So, wir legen gleich am Hafen von Tunis an. Jetzt müssen wir in diesem Gewusel erstmal unseren Kali wiederfinden. Als wir aus dem Bauch der Fähre rollen, ist es bereits später Nachmittag und dann beginnt das Einreisetheater. Nicht kompliziert, aber es zieht sich. Eigentlich dachten wir hätten das meiste schon auf der Fähre erledigt, aber hier geht's nochmal von vorne los. Formular holen, warten auf den Zoll, er geht von Fahrzeug zu Fahrzeug und ohne seinen Stempel geht gar nichts weiter. Dann Schalter für Schalter, bis auch unser Van offiziell im Land ist. Wir sind in Tunesien angekommen. Das ganze Prozedere vom Hafen hat jetzt gut 3 Stunden gedauert. Dann konnte man am Hafen auch direkt eine SIM-Karte kaufen und Geld wechseln. Der ATM hat leider kein Geld mehr zur Verfügung gehabt, aber es gibt einen Schalter, an dem man Bargeld wechseln kann.
Wir fahren direkt weiter Richtung Süden. Der Asphalt, der verschwindet irgendwann komplett und wir landen auf einer Schotterpiste. Ehrlich gesagt ein bisschen ungewiss. Und wir erreichen erst nach 21 Uhr unseren Platz. Am nächsten Morgen sehen wir erst, wo wir hier wirklich gelandet sind. Mitten in einem verlassenen Minendorf. Es wirkt, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Kaum zu glauben, aber hier am Fuß des Djebel Troza wurde Anfang des 20. Jahrhunderts Blei entdeckt. Kurz darauf entstand mitten im Nichts ein ganzes Bergbaudorf mit Häusern, Schule, Krankenhaus und sogar einer Kirche. In den 20er Jahren erlebte der Ort seine Blütezeit, doch mit fallenden Preisen und der Wirtschaftskrise ging es schnell bergab. Seit 1935 ist dieser Ort verlassen. Unser Stellplatz war ein echter Glücksgriff. Weit ab vom Schuss, mitten im Nirgendwo, ein sogenannter Lost Place. Nur das Wetter hat nicht ganz mitgespielt. Deswegen sind wir jetzt wieder on the road und fahren Richtung Wüste. Zuerst geht's mal noch durch kleine Dörfer, vorbei auch an Restaurants. Schaut mal, hier oben hängt ein ganzes Lamm, sozusagen als Blickfang, dass man sofort sieht, was hier angeboten wird. Und ein Stück weiter, da gibt's den Sprit noch ganz simpel aus Kanistern, per Hand direkt in den Tank gefüllt. Und dann, der Himmel hat sich komplett zugezogen, vor uns ist plötzlich nur noch Wasser. Am Anfang fahren wir ja auch noch durch. Eigentlich wollten wir zur Selja Gorge und werden hier plötzlich von diesem Unwetter überrascht. Doch dann wird die Straße komplett unpassierbar. Innerhalb von Sekunden verwandelt sich die trockene Landschaft in einen reißenden Fluss. Und wir hängen hier sozusagen mittendrin fest, denn rückwärts ist auch keine Option. Als der Regen nachlässt, beginnt auch der Fluss langsam etwas zurückzugehen. Ratsch checkt mal die Lage vorne. Wir hoffen auf den richtigen Moment, um irgendwie weiterzukommen. Und plötzlich, als wäre nichts gewesen. Blauer Himmel, Sonne, perfektes Wetter. Und unser Van steht hier direkt am Eingang zur Selja Gorge, direkt an den alten Schienen vor einem Tunnel. Von hier aus geht's jetzt zu Fuß weiter. Durch mehrere dunkle Tunnel, hier steht auch noch ein bisschen Wasser, geht's jetzt tief in die Schlucht hinein. Ihr fragt euch vielleicht, warum es hier so viele Tunnel gibt. Also durch die Selja Gorge, da schlängelt sich die alte Bahn-Phosphatlinie. Früher wurde hier Phosphat aus dem Landesinneren zur Küste transportiert. Teilweise wird die Bahnlinie auch bis heute noch genutzt und genau durch diese Tunnel laufen wir jetzt zu Fuß. Wir wandern hier durch die Selja-Schlucht. Normalerweise fuhr hier mal, das sieht man noch an den Schienen, da fuhr mal so ein Touristenzug, die Rote Eidechse. Zweimal am Tag fährt nur für die Arbeiter, die hier Phosphat abbauen, ein Arbeiterzug. Die Belohnung nach der Wanderung. Wir kriegen hier tunesisches Essen. Es gibt Couscous und eine Art Chicken Curry dazu. Sehr lecker, sehr lecker. Nach unserer Rückkehr von der Wanderung von der Selja-Schlucht
haben wir uns noch lecker bekochen lassen. Ein netterer älterer Herr hat uns heute Vormittag angesprochen, ob wir Couscous möchten und hat dann bereits am Kalli auf uns gewartet mit einem riesigen Topf Couscous und Curry und Tee. Und jetzt sind wir unterwegs und wollen uns mal an der Rommelpiste versuchen. Die Rommelpiste ist übrigens benannt nach Erwin Rommel, einem deutschen General aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist sie eine raue, einsame Offroad-Strecke, mitten im Nirgendwo. Am Anfang wirkt die Strecke noch recht harmlos. Doch je weiter wir fahren, desto anspruchsvoller wird sie. Und das ist unser Platz für die Nacht, hier oben auf dem Plateau, mitten im Nirgendwo. Am nächsten Morgen geht's weiter, über endlose Steinplatten, durch eine Landschaft, die sich ständig verändert. Es ruckelt und wackelt und die Piste zeigt hier ihr wahres Gesicht. Rau und einsam, aber unglaublich beeindruckend. Die Piste führt immer weiter nach oben, Haarnadelkurven, Steinplatten und kein Ende in Sicht. Wie eine endlose Linie zieht sich hier die Rommelpiste durch diese karge, weite Landschaft. Dieser Blick von hier oben, hier sieht man mal, wie abgelegen wir hier wirklich sind. Überall diese endlose, karge Landschaft. Und ey, wir sind hier echt die Einzigen. Wie ihr gesehen habt, führt die Rommelpiste anfangs noch über Steinplatten, später wird die Strecke aber dann deutlich rauer und verlangt vom Fahrer als auch vom Fahrzeug schon so einiges ab. Die Rommelpiste ist ungefähr 18 Kilometer lang. Wir sind sie jetzt komplett von Mittlaui bis Redejew gefahren, man kann sie aber genauso gut auch in umgekehrte Richtung fahren. Wir sind hier in Mides angekommen, unweit der algerischen Grenze und werden erstmal mit Tee begrüßt. Es gibt hier ein paar Stellplätze mit Blick auf die Oase. Wir sind ja seit gestern hier in Mides und haben auch die Nacht verbracht mit Blick auf die Oase. Jetzt durchlaufen wir hier gerade Old Mides, aber die ursprüngliche Stadt ist 1969 durch eine Flut komplett zerstört worden. Und wir laufen jetzt hier hinunter in den Canyon und wollen eine Wanderung machen, hier von Mides durch den Canyon hindurch bis nach Tamersa. Schon der Blick von hier oben auf diese steilen Felswände sieht richtig gigantisch aus. Der Weg führt jetzt hier bergab in die Schlucht. Rund 6 Kilometer geht's immer flussabwärts durch den Canyon. Und wieder mal sind wir komplett alleine unterwegs. Jetzt geht's ein Stück über Geröll bergab und auf der anderen Seite wieder leicht hoch, immer entlang der Schlucht. Und dort hinten sehen wir einen kleinen Stausee
Dort wird das Wasser aus den Bergen gesammelt und dann weitergeleitet bis in die Oase von Tamersa, damit dort die Palmen bewässert werden können. Und hier vorne liegt Tamersa. Wir verlassen Mides und damit auch unseren Spot hier beim Family Restaurant. Wir wollen als nächstes die Šebika-Oase ansteuern, aber heute nicht mehr. Wir suchen jetzt lieber nach einem Platz für die Nacht. Wir werden auch ziemlich schnell fündig hier am Rand vom Salzsee Chott el Rafsa. Irgendwann hat sich so ein inoffizieller Abzweiger aufgetan auf eine Piste. Und dann sind wir so eine alte Lehmpiste entlang gefahren, sozusagen so wie so ein altes Stück der P16. Und haben hier einen traumhaften Spot gefunden, mitten mit Blick auf die Berge und die Wüste. Am nächsten Morgen geht's weiter. Wir verlassen unseren Platz hier mitten im Nirgendwo und fahren zurück auf den Asphalt. Es geht Richtung Šebika-Oase. Das markante weiße Bauwerk, das ihr hier seht, ist ein moderner Wasserturm, der die Siedlung von Šebika mit Wasser versorgt. Dann starten wir unseren Walk. Zwischen Palmen und kleinen Wasserläufen geht es jetzt durch die Oase. Was ein krasser Kontrast zur Wüste drumherum. Es gibt auch immer wieder so kleine Verkaufsstände. Da werden diese Steine hier verkauft. Die haben im Inneren Hohlräume, in denen sich über die Zeit Kristalle gebildet haben. Und hier sieht man ganz gut, wie das System in der Oase funktioniert. Das Wasser wird nämlich über kleine Kanäle durch die Oase geleitet und verteilt sich so zwischen den Palmen. Dadurch entstehen diese grünen Bereiche mitten in der sonst trockenen Umgebung. Der Ausblick ist echt mega schön und die verschiedenen Schichten in ihren unterschiedlichen Erdfarben sehen unglaublich beeindruckend aus. Hier blicken wir auf Alt-Šebika, da führt jetzt auch gleich der Weg durch. Die Siedlung ist allerdings verlassen und wurde komplett aufgegeben. Grund dafür war eine Überschwemmung vor vielen Jahren, die große Teile des alten Dorfes völlig beschädigt hat. Zurückgeblieben ist eine Ruinenlandschaft. Wir kommen jetzt noch mal an einem kleinen Souvenirstand vorbei. Hier gibt es Wandteller, bemalt mit Wüstenszenen und Kamelen, aber auch so kleine Nachbildungen traditioneller Tore, wie man sie hier oft in der Umgebung sieht. Für uns geht die Fahrt jetzt weiter in den Süden Tunesiens durch diese unglaubliche Landschaft. Danke fürs Zuschauen. Bis bald!